Das ist fies, hier ein Labyrinth zu bauen und die Wände nicht mit Texturen versehen. Zu versehen. Ja, ja. And to be fair, it's not like this is the first game that's needed some modification to be playable. Like the house Ja, cleaning das stimmt. game. You know, that one used to actually loop the cleaning chores and you just cleaned a house forever. I had to cut it off so that you could exit the house and the game would actually end. But that game had an idea that it was actually trying to communicate. What's the deeper idea behind the invisible maze? The only way past this challenge is to randomly guess the 6-digit code. Like the invisible maze, it's frustrating to me, because it's the opposite of everything else that Coda Kann noch has nichts made. machen. It doesn't encourage thought Immer schön or mitlesen. engagement. It doesn't ask anything of me, except a lot of my time. If I could have reached him during this time, then maybe I could have asked him, but I couldn't. I still don't really understand why this is here. I'll put the code on the ground for you here, though, so that we can move on. 151617. Ach so. Na gut. 1 5 1 1 nee 6. Oh. 6 1 7. Oh, das gibt's doch gar nicht. Ich drück nicht auf die Taste. Ah, hier baut sich jetzt eine Brücke auf. Eine Treppe hoch. Gut, dann kommen wir weiter in den Turm. Er hat also Rätsel eingebaut, die dieses Spiel unspielbar gemacht haben. So wie dieser Raum jetzt hier zum Beispiel. Ja. Meaning that it's literally impossible to solve from this side. So even if you somehow brute forced your way through the first 2 challenges and you got to this point, there's actually just no way to progress. And it's scary for me, the idea of Coda cutting himself off entirely, just saying, you know, that's it, that's the end of the conversation, not giving me any way to fix the problem. I feel like a failure, I guess, when I can't fix the problem. Ja, But I can schöne open Falle. this door for you, so let me do that. Da ist der Schalter. Arsch. Huch. Was I a failure for not understanding this game? I mean, I don't know why I would be. It's not like everything needs to have a solution, but I feel it somehow. I feel like I failed, and I don't understand why. I remember, it's June of 2011. I'm playing this for the very first time, and as I'm playing, I'm thinking to myself, I don't know this person. I have no idea who this person is. It wasn't the guy I knew, it wasn't my friend. I had come to so many conclusions from looking at all of his work up to this point, and then suddenly none of them... I had been trying to, though. That was the thing. For years I was trying to get to know him, to understand who he actually was and what he stood for. I asked him so many times to please just tell me what his games mean to him. I asked him please to tell me what the 3 dots mean. And he wouldn't. Ich dachte, da wäre ein Texturfehler. I just felt so strongly that if I could have connected with him, that if I could have somehow made his work my own, that I would finally be once and for all happy. It was that I needed to see myself in someone else. I needed to be someone other than me. But he stopped and left. And it felt somehow like I had failed. Mhm. Where did I screw up? Ja, das frage ich mich auch. Was hat er falsch gemacht? Lieber Davey, vielen Dank für dein Interesse an meinen Spielen. Ich möchte dich bitten, mich nicht mehr anzusprechen. You stopped making games, aren't I? It's because of what I did. I poisoned it for you.
Hat er sich unter Druck gesetzt gefühlt oder war er der I don't manchmal think I ever frage ich told you mich, this, but when I took your work and I was showing it to people, it actually felt it felt as though I were responsible for something important and valuable. ob du glaubst, ob du glaubst, ich mache diese Spiele nur für dich. And the people who played them, they treated me like I was important. They really listened and cared about what I had to say. Even though I was showing your work, I felt good about myself. Finally, for a moment, while I had that, I liked myself. Du bist mir dermaßen auf die Pelle gerückt, dass es durchaus möglich ist, dass ich irgendwann Lösungen in meiner Arbeit versteckt habe, irgendwo zwischen den Spielen. Das Gefühl habe ich auch, dass er sich unter Druck gesetzt fühlt. Gäbe es eine Antwort, einen Sinn, würde dich das dann glücklicher machen? Würdest du aufhören, meine Spiele gegen meinen Willen anderen zu zeigen? Ihnen etwas zu geben, was du ihnen gar nicht geben solltest, die eine Grenze zu überschreiten, die mich in Sicherheit hält? Könntest du bitte aufhören, meine Spiele zu ändern? Hör auf, irgendwelche Straßenlampen reinzusetzen. Lass sie einfach so, wie sie I sind. didn't have anything left to show people. I just had to be with myself. And as soon as that happened, there was no feeling at all. Nothing. Less than nothing. What does that mean? Wenn ich in deiner Nähe bin, wird mir sowas von schlecht. Du verlangst etwas, was ich dir nicht geben kann. Ich habe es einfach nicht. Es deprimiert mich nicht, wenn ich mal keine neuen Ideen habe. Aber diese Tiefs gehören einfach dazu. Ach, da kann man durchgehen. Die Tatsache, dass du mich für frustriert oder gebrochen hältst, sagt mehr über dich als über mich aus. Ich weiß, du verstehst alles noch nicht. Das ist in Ordnung, nicht mein Problem. Aber ich hoffe, dass du es irgendwann... Aber ich hoffe, dass es irgendwann Klick macht und du diesen ewigen Kampf endlich beendest. Seine Spiele zu verstehen? Und dann wirst du auch verstehen, was ich meine. Sag nichts. That's why I'm releasing this collection of your work, is because I haven't been able to find any other way to reach you. I've tried everything. And so a part of me has hope that if I put this compilation out into the world, and if I put my name on it, that maybe enough people will play it so that it'll find its way to you, so that I can tell you that I'm sorry. I know I screwed up. If I apologize to you truly and deeply, will you start making games again? Please, I need to feel okay with myself again. And I always felt okay as long as I had your work to see myself in. I mean, is something wrong with me? Because I know that I did an awful thing, and I'm doing it again right now. Like, I'm showing people your work, but I can't stop myself from doing it. That's how badly I need to feel something again, like I'm an addict. There has to be something wrong with me. Can I apologize? What if I tell you I was wrong? Will that work? Will that fix it? I don't know. I don't think it will, but there's nothing else that I can do. Just tell me what you want. I'm sorry. I'm sorry. Please, start making games again. Please help me. Please give me some of whatever it is that makes you complete. I want whatever that wholeness is that you just summoned out of nothing and you put into your work. You were complete in some way that I never was. I want to know I want to know how to be a good person. I want to know how not to hate myself. Please. I'm fading, and all I want is to know that I'm going to be okay. Aua. Die Wand kam auf mich zu, also die Tür. Ich sehe jetzt auch nichts. Epilog, sowas gibt's auch.
schön. Hübsch. Sieht aus wie so ein großer alter Bahnhof. Aber alle Türen zu, ne? More love, more praise, more people telling me that I'm good. Always more. It's like a disease. Ich habe die Tür da hinten schon gesehen. Sollen wir wohl mit dem Zug wegfahren? Hier, diese Tür hat eine andere Farbe. Aber klar. Na, ich gehe mal rein. Was ist denn das für ein Zug? Hier sind ja gar keine Fenster drin. Solution. Hehe. I guess if someone had told me ahead of time that he just really enjoyed making prison games, maybe I wouldn't have thought he was so desperate. I wouldn't have told so many people that he was depressed. Maybe he just likes making prisons. Ja, jetzt hast du ein schlechtes Gewissen, ne? Zumindest habe ich das Gefühl, dass er das hat. Huch, das war zu schnell gedreht. Es ist mir schwindelig. Even now, the disease is telling me to stop. Don't show people what a shitty person you are. They'll hate you. Das scheint egal zu sein, wo man lang geht. Warum ist hier so viel Sand? Ist das ein Spiegel? Nein. Und ein Raum ins Dunkle. Oh, ich habe meine Maus gesehen. Hier würde ich mich nicht wohlfühlen. Hier hätte ich die ganze Zeit das Gefühl, dass mir das Ding hier auf die Rübe, dass das hier zusammenbricht. If I knew that my life depended on finding something to be driven by other than validation, what would that even be? It's strange, but the thought of not being driven by external validation is unthinkable. Like, I actually cannot conceive of what that would be like. Wow. What now? Ja. Und jetzt? I think I need to go. Ja, das denke ich auch. I'm sorry, because I know that I said that I would be here and I would walk you through this, but I'm starting to feel like I have a lot of work to do. I have a lot that I need to make up for. So I'm just gonna... Okay. Was ist das da? Oh, ich muss da sowieso lang. Also Koda hat es nicht gern gesehen, dass er die Spiele anderen Leuten gezeigt hat. Er hat ihm sie aber gegeben zum Spielen. Irgendwas für einen Grund muss er ja doch dafür haben. Hier kann ich nur reinhüpfen. Oder gehabt haben. Ah, hier geht's runter. War klar.
Ach, der Boden fährt von alleine hoch. Das ist ja mal was Feines. Ah, er bleibt auch stehen. Jetzt sind wir wieder im Bahnhof. Oder sowas Ähnlichem. Ich kann nicht laufen. Gefällt mir aber hier. Sehr schön. Oh, hier fehlen die Texturen. Macht aber auch nichts. Ja, so sieht das Gebäude ohne Texturen aus. Die machen das dann erst richtig schick. Wenn die Wände und die Decken und die Böden. Ach, guck mal, was da am Ende ist. Die Flüstermaschine. Ganz vom Anfang, zu Beginn des Spiels, musste ich doch dort rein was Warmes reinleiten. Mein Furz ging leider nicht so gut. Und der sollte warm genug sein. Okay. Ich steige wieder nach oben. Und diesmal ist nichts. Gar nichts. Alles ist dunkel. Doch nicht. Oh, ein Riesenlabyrinth. Ach du Scheiße. Ja, so müssen sich Leute vorkommen, die in der Krise sind und keinen Weg rausfinden. Ein unendliches Labyrinth. Ich kann auch nichts machen, ich steige von ganz alleine. In den Himmel, zu den Sternen. Und die Erde ist eine Scheibe. Oh je. For air? Na gut. Kann ich das irgendwie... Ich würde das jetzt gerne laufen lassen. Dieses Projekt wäre ohne die folgenden Personen nicht möglich gewesen. Matthew Bright, Richard Flank. Ich würde das jetzt gerne laufen lassen, aber das Problem ist die Musik im Hintergrund. Hier dieses Turn Back, geschrieben von Helena Herron. Durchführung Kalina Herron und Ryan Roos. Ich vermute, dass es da wieder irgendwelche Probleme geben könnte. Vielen Dank auch an... Ja, ich drück mal Escape, mal gucken, was passiert. Gar nichts. Ich drück mal eine andere Taste. Was passiert? Nix. Gar nichts. Nix. Wir müssen es laufen lassen. Ich muss durchstehen. Es waren trotzdem ganz schön viele Leute an dem Projekt beteiligt. Muss ich mal so sagen. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ich habe jetzt 1 Stunde 40 Minuten fast rum. Also Rohdatei laut Aufnahmeprogramm. Hätte ich auch nicht erwartet. Ich hätte gar nichts davon erwartet. Ein sehr eigenartiges Spiel. Kapitelauswahl. Ich gehe da mal gucken, was da so ist. Ach so, guckt euch das mal an. Da könnt ihr alles nochmal nachspielen. Epilog, Turm, die Maschine. Ja. Na gut. Also, falls sich das wer angeschaut hat, Dankeschön. Ich fand es interessant, ich werde es aber wahrscheinlich nicht nochmal spielen. Es war aber auch nicht sehr teuer. Hat wirklich nicht viel Geld gekostet. Unser Beginner's Guide, ja, kam jetzt gerade erst raus. Ich meine, ich habe das jetzt schon eine ganze Weile, falsch, ich habe das nicht schon eine ganze Weile. Zu dem Zeitpunkt, wenn ich es freischalte, werde ich schon eine ganze Weile fertig gerendert irgendwo liegen haben. Das wollte ich eigentlich sagen. Weil, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen das werden. Vielleicht schaltet das an irgendeinem Sonntag frei
Oder vielleicht auch zur Entspannung abends um 8, zum Schlafen, zum Einschlafen. Na, mal schauen. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen, falls da wer zugeschaut hat. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem anderen Let's Play, wo es dann ein wenig nicht so kopflastig vorgeht, denn vielleicht ein wenig anders lastig. Dankeschön. Tschüss.